Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über den Unterschied zwischen dann und denn. Das war auch eine Frage von meinen Zuschauern. So, als Einleitung habe ich einen kurzen Dialog für euch und das ist auch eure Hausaufgabe. Bitte übersetzt den Dialog in den Kommentaren. Please translate this dialogue in the comments and later I will also give you explanations for all these little words for dann and then. So, was ist denn mit dir passiert? Ich bin ausgerutscht, denn da war etwas auf dem Boden. Und was ist dann passiert? Dann ist der Krankenwagen gekommen. Übersetze das in den Kommentaren. Und jetzt die Erklärung. So, dann ist immer temporal. Das ist immer mit Zeit verbunden. Also das kann zum Beispiel bedeuten then, after und afterwards. Zum Beispiel, morgens putze ich meine Zähne. Dann gehe ich duschen und dann esse ich Frühstück. So, ganz einfach. In the morning, I first brush my teeth, then I shower and then I have breakfast. So, und jetzt denn. Denn hat zwei Bedeutungen. Es bedeutet entweder weil, also because, oder es ist ein Modalpartikel und darüber habe ich schon ein Video gemacht. Das werde ich euch am Ende zeigen. So, wenn denn because bedeutet, also weil, dann ist das zum Beispiel wie in diesem Satz. Christine kommt zu spät zur Arbeit, denn ihr Bus hatte Verspätung. Christine comes too late to work because her bus had a delay. Denn ihr Bus hatte Verspätung. Oder alle Geschäfte sind zu, denn heute ist Sonntag. Was bedeutet zu in this context? Do you know what zu means in this context? Alle Geschäfte sind zu, denn heute ist Sonntag. So all the shops are closed because today it's Sunday. On Sundays often the shops are closed in Germany. You could also say, alle Geschäfte sind geschlossen, denn heute ist Sonntag. Das bedeutet das Gleiche. And with then, the sentence structure doesn't change. Okay? So with then, mit denn, die Satzstruktur verändert sich nicht. Mit weil, it changes, but mit denn nicht. Gut, das ist alles und ja, das ist ziemlich einfach. Ich habe auch einen Kurs über die deutsche Satzstruktur. Der Link ist in der Beschreibung, falls euch das interessiert. Und denn ist auch ein Modalpartikel und hier seht ihr das Video dazu. Ich habe ein ganzes Video darüber, also werde ich das jetzt nicht erklären. Gut, Dankeschön und tschüss.